Ich kann dich nicht heiraten. Kriege ich eine andere Garderobe? Keine Ahnung. Du hast mich ausgetauscht. Sozusagen, ja. Deine Musical-Karriere ist hiermit beendet. Olli, ich habe ihn gefunden. Den perfekten Mann für meine Pläne. Es ist Ricardo. Ich bin zwar kein Orthopäde, aber ich gucke mir Ihren Knöchel trotzdem gerne mal an. Was ist mit dir los? Seitdem du wieder hier bist, bist du total verstrahlt. Ich habe mein Handy kaputt gemacht. Entschuldigung. Wieder besser? Ja. Nein. Ach, willst du mir nicht einfach sagen, was mit dir los ist? Ich habe doch auch keine Ahnung. Aber Vicky, du bist doch sonst nicht so nah am Wasser gebaut. Fängst dir zu heulen an, nur weil dein Telefon runtergefallen ist. Das sieht dir so gar nicht ähnlich. Ja, ich weiß ja auch nicht, wieso ich mich hier aufführe wie die letzte Heulsuse. So war ich doch noch nie. Naja, außer als du schwanger warst. Nee, oder? Was? Nee. Mann, könnte das sein? Kann es sein, dass du vielleicht, Spinnst du? Also so ein Quatsch. Ja, ist ja klar. Wenn eine Frau sich mal komisch verhält, dann muss das natürlich was mit den Hormonen zu tun haben. Ist ja auch die einfachste Lösung. Bitte, ich hab doch nur nachgedacht. Ich will rausfinden, was mit dir los ist, mehr nicht. Aber vielleicht ist es einfach, weil seit ich hier bin, hatte ich noch keine Sekunde für mich. Entschuldige bitte, dass ich mich auf dich gefreut habe. Ich wollte einfach nur Zeit mit dir verbringen. Wo willst du denn jetzt hin? Ich gehe einfach in die frische Luft. Was? 10. Zu alt, keine Erfahrung, kann nicht tanzen, spricht nur Englisch. Voilà, ein heißes Glas Wasser. Danke. Dass du sowas freiwillig trinkst. Freiwillig? Ich habe keine andere Wahl. Brennnesseltee oder Wasser in den Beinen? Hm? Ich frag mich sowieso, warum du hierher kommst, um ausgerechnet heißes Wasser zu trinken. Oh nee, du willst Ricardo abfangen. Er hat doch Bereitschaftsdienst heute und da kommt er meistens noch auf einen Kaffee vorbei. Du bist wirklich noch der Meinung, dass ihr gut zusammenpassen würdet? Hast du noch nie was von Gegensätze ziehen sich angehört? Außerdem suche ich ja jetzt nicht die große Liebe, sondern einfach nur einen perfekten Vater für Steven. Mhm. Hey, Hi, was kostet bei euch die Tagessuppe? 5,80. Oh, so ein Mist, ich habe nur noch 4 Euro. Na, dafür mache ich dir eine kleine Portion. Danke. Eine Suppe? Echt nett von dir. Sag mal, warst du nicht beim LCL-Casting? Stimmt. Du arbeitest da, oder? Ja. Jetzt weiß ich, warum du mir so bekannt vorgekommen bist. Du bist das Inzestmodel. Ja, live und in Farbe. Ich bin übrigens die andere Hälfte. Naja, stimmt. Sag mal, dann sind wir ja quasi Kolleginnen. Ja, so in etwa.
Wie ist denn gelaufen? Na, frag nicht. Ach, beim nächsten Mal wird's bestimmt besser. Hoffentlich. Vielleicht kannst du mir ein paar Tipps geben? Okay. Aber erstmal lade ich dich auf die Suppe ein. Machst du mir auch eine, Olli? Klar. Wir setzen uns da hinten hin. Ich dachte, du isst nie was. Machst du Witze? Wir haben immer Hunger. Das war die künstlerische Leitung von Lily Rose. Die Erstbesetzung und die Zweitbesetzung haben beide die Grippe. Das ist wirklich die Pest dieses Jahr. Wir sind ausverkauft für morgen. Verdammt, ich dachte eigentlich, dass wir diesen Monat wieder aus den roten Zahlen rauskommen. Vielleicht hat Marlene ja Zeit. Ich habe Marlene aus dem Vertrag entlassen, damit sie sich neuen Aufgaben widmen kann. Naja, solange sie keine anderen Verpflichtungen hat, spricht ja nichts dagegen, dass sie einen neuen Vertrag macht. Ich finde schon eine Lösung. Ja? Und wie soll die aussehen? Ich meine, du brauchst bis morgen eine Sängerin, die das Stück kennt, textsicher ist und kurzfristig einspringen kann. Wie viele wird es davon geben? Das werde ich herausfinden. Und wenn ich keine finde, dann muss die Vorstellung ausfallen. Es geht hier nicht nur um dich und Marlene. Es geht hier auch darum, finanzielle Einbußen zu vermeiden. Oder anders gesagt, das Stück jetzt abzusetzen, kannst du dir schlicht und ergreifend gar nicht leisten. Macht euch mal keine Sorgen, ich finde schon jemanden. Wo will er denn hin? Kein Problem. Was darf ich Ihnen Gutes tun? Wie wär's mit unseren Winterspezialangeboten? Ein Grappa, bitte. Ja, da haben wir einen Grappa aus Südtirol, neu auf der Karte. Sehr fruchtig und trotzdem Ich scharf. hätte einfach gerne ein Glas Schnaps. Und zwar heute noch, wenn es möglich ist. Natürlich. Also zum Wohl. Danke. Warum sagt sie mir nicht einfach, was mit ihr los ist? Vielleicht, weil sie es selbst nicht weiß. Irgendwas ist doch mit ihr. Sie kommt doch nicht einfach von der Reise zurück und meckert jeden an, der ihr in den Weg läuft. Und fängt ohne jeden Grund zu heulen an. Es gibt verschiedene Gründe, warum Leute schlecht drauf sind. Aber irgendeinen Grund muss es doch geben. Weiß ich nicht, vielleicht einen kleinen Kulturschock nach dem ganzen Luxus bei den Scheichs. Du meinst, dass ihr das Leben hier bei uns zu popelig ist? Papa, jetzt leg doch nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Vielleicht hat sie auch jemanden kennengelernt da unten in Dubai. Ist jetzt nicht dein Ernst. Und verhält sich deshalb so merkwürdig, weil sie nicht weiß, wie sie es mir beibringen soll. Hast du Fieber? Ich meine, die Grippe geht rum und du redest wirres Zeug. Erinnerst du dich an diese Geschäftsreise, die sie damals mit dem schleimigen Grafen gemacht hat? Als sie wiederkam, da war sie auch so merkwürdig. Und damit ich nicht in ihr Handy gucke, hat sie es mit Absicht fallen gelassen. Bei mir hat es auch ziemlich lange gedauert, bis ich die richtig coolen Jobs an Land geholt habe. Und jetzt ist schon wieder alles aus und vorbei und du stehst da als Single-Mama. Quatsch. Nach der Geburt, da geht's doch erst richtig los. Jetzt schau dir mal diese ganzen Supermodels an und was die können, das kann ich schon lange. Und deswegen achte ich auch jetzt schon ganz genau darauf, was ich esse und halte mich fit. Wow, du bist echt diszipliniert. Du, wenn du noch weg musst? Nee, ich warte eigentlich hier. Ach so, du bist noch verabredet. Mit dem Typen, stimmt's? Naja, direkt verabredet sind wir jetzt nicht. Wie, du lauerst ihm auf? Na, hoffentlich ist er das wert. Oh ja, das ist er. Sieht gut aus, ist charmant. Ein richtiger Gentleman. Und er hat einen sehr verantwortungsvollen Job. Klingt nach einem echten Hauptgewinn. Wo ist der Haken? Ist er verheiratet? Hey, wie immer ohne Zucker? Zum Mitnehmen, bitte. So eilig? Ich habe eine gefühlte Ewigkeit beim Zoll verbracht. Beim Zoll. Ja, ich habe mir ein paar Filme aus den USA bestellt, aber irgendwas ist mit der Lieferung schiefgegangen und ich musste unverrichteter Dinge wieder abziehen. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, bestimmt so ein paar super anspruchsvolle Kunstfilme. Nicht weiter sagen. Ich habe in letzter Zeit ein eigentümliches Faible für diese trashigen Horrorstreifen entwickelt. Tanz der lebenden Toten, Teil 3.
genau deswegen behalte ich das lieber für mich. Jessie, ich habe dich vorher gar nicht gesehen. Hey, Ricky, das ist ja ein Zufall. Dass wir uns so schnell wieder über den Weg laufen. Wie geht's Ihnen denn heute? Besser? Danke. Ja, dann war das wahrscheinlich wirklich nur eine kleine Kreislaufschwäche. Aber Model hin, Model her. Sie müssen mir schon versprechen, auch ab und zu mal was Richtiges zu essen, ja? Ich werde es mir merken, danke. Woher kennt ihr euch denn? Dr. Mendes hat sich gestern rührend um mich gekümmert. Nicht der Rede wert. Das ist mein Job. Also auf Wiedersehen und einen schönen Tag noch wieder. Den Hinweis, dass das keine Lösung ist, den überspringen wir, okay? Elisabeth. Ja, ich bitte darum. Ich kann das Zeug sowieso eigentlich nicht ausstehen. Dabei kommt es angeblich aus Tirol und soll besonders fruchtig sein. Oh, Victoria. Möchtest du einen Kaffee? Oh, gerne. Luca? Ja, Bringen Sie uns bitte 2 Kaffee. sehr wohl. Willst du mir erzählen, welchen Kummer du gerade ertränken wolltest? Ach, seit ich aus Dubai wieder da bin, läuft einfach alles aus dem Ruder. Ich pflaume aus heiterem Himmel Thomas und die Kinder an. Dabei hatte ich mich so gefreut, sie wiederzusehen. So hohe Erwartungen können einen manchmal überfordern. Also so aufgeregt war ich jetzt auch wieder nicht. Oder ist in Dubai was vorgefallen? Inshallah. Inshallah. Das kann doch alles nicht wahr sein. Du meinst, ob ich unter dem Wüstenhimmel dem Werben eines schönen Orientalen erlegen bin? Na, die warten auch gerade auf eine dreifache Mutter in meinem Alter, um ihre Charmoffensive zu starten. Komm, jetzt hör mir nicht so bescheiden. Wenn ich daran denke, wie Ansgar dich umworben hat. Es war einfach nur eine Geschäftsreise, weiter nichts. Deswegen habe ich auch überhaupt keine Ahnung, was mit mir los ist. Ich fahre aus heiterem Himmel aus der Haut. Na, das hat sogar schon der arme Kellner abbekommen. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Ich bin in Tränen ausgebrochen, weil mein Handy mir runtergefallen ist. Oh. Tja, Victoria, dann tippe ich mal auf die Hormone. Doch, extreme Gefühlsschwankungen, hast du mir gerade erzählt. Hitzeballon? Schlafstörung? Ich hatte befürchtet, dass du sowas sagen würdest. Keine Frau freut sich auf die Wechseljahre, aber früher oder später erwischt's jede. Aber das ist bei mir doch eindeutig zu früh. Oder? Nein. Was genau gibt's an Nein nicht zu verstehen? Ich wollte noch mal mit dir reden. Über Marlene. Da gibt's nichts zu reden. Du weißt, wie gut sie ist. Das sind andere auch. Sie hat die Rolle monatelang gespielt, Tristan. Sie ist die Lily Rose. Was glaubst du, warum die Zuschauerzahlen zurückgegangen sind? Marlene hat mehr Fans, als ihre Nachfolgerin jemals haben wird. Kann schon sein. Außerdem ist sie ein Vollprofi. Wenn du gekommen bist, um mir von deiner Ex-Frau vorzuschwärmen, dann... Nein, darum geht's nicht. Es geht um dich. Ich finde, dass du ihr irgendwann auch mal verzeihen musst. Was genau? Dass sie mich wegen unserer kleinen Schwester verlassen hat oder dass sie mich monatelang verarscht hat? Und du? Hast du sie etwa nicht verarscht? Erst entlässt du sie großzügig aus ihrem Vertrag und dann sorgst du dafür, dass sie keine Engagements mehr kriegt? Und sprichst in der ganzen Branche schlecht über sie? Ich schulde Marlene gar nichts. Ohne mich hätte sie niemals eine Karriere gehabt. Tu es für dich und für dein Musical. Dass du sauer auf Marlene bist, kann doch keine Grundlage sein für so eine wichtige Geschäftsentscheidung. Erstens bin ich nicht sauer und zweitens muss ich mir von dir nicht sagen lassen, wie ich meine Geschäftsentscheidung treffen soll. Tja, dann sehe ich eigentlich nur noch eine Möglichkeit. Du spielst die Rolle selbst, die nötige Melodramatik bringst du auf jeden Fall mit. Ach, Also, er will was? Tristan sind beide Besetzungen für die Lily Rose weggebrochen. Grippewelle. Er setzt das ganze Stück ab, nur weil jemand krank geworden ist? Wie irrational ist das denn? Ehrlich gesagt sind die Publikumszahlen in letzter Zeit auch extrem rückläufig. Eigentlich seitdem du nicht mehr dabei bist.
Tristan ist der Leiter von Lahnstein Entertainment. Er muss das verantworten. Die Lösung liegt auf der Hand, Marlene. Die Lily Rose, das bist du. Kannst du dir nicht vorstellen, die Rolle wieder zu spielen? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Nicht nach allem, was vorgefallen ist. Um Tristan würde ich mich kümmern. Und wenn es sein muss, erzwinge ich im Gremium die Entscheidung, dass das Stück weitergespielt wird. Du denkst drüber nach? Du siehst das doch genauso, oder? Also ich meine, dass du nicht mehr mit Tristan arbeiten willst. Ja, natürlich. Du, für mich ist das Thema auch durch. Gut. Ja, dann komm. Shoppen. Shoppen. Ja. Seitdem ich schwanger bin, muss ich ständig aufs Klo. Jetzt sag doch mal, wie war das jetzt mit Ricardo und dir gestern? Also gestern nach dem Casting, da habe ich mir blöderweise auf der Treppe den Knöchel verknackst. Und dann bist du in seinen Armen ohnmächtig geworden, oder was? Nein, er kam zufällig vorbei und hat mir netterweise geholfen. Zufällig. Was willst du mir denn jetzt unterstellen, dass ich hier deinen Typen ausspannen will? Naja, du hast ihn gerade schon richtig angebaggert. Ich kann doch nicht wissen, dass das der Mann ist, mit dem du verabredet bist. Ich dachte, du wärst anders als die ganzen Modelzicken, die in jeder Frau eine Konkurrentin sehen. Ich gebe dir das Geld für die Suppe so bald wie möglich zurück. Nein, jetzt warte doch mal. Ich steigere mich zurzeit ein bisschen in Sachen rein. Ich glaube, das sind die Hormone. Komm, ich lade dich jetzt erstmal auf einen Kaffee ein. Und ausnahmsweise trinke ich auch einen mit. Okay. Olli, was sind 2 Latte Macchiato? Fettarm wie immer? Geht klar. Und Süßstoff. Klar. Ich glaube, ich bin einfach so ausgetickt, weil ich mit Ricardo in der Sackgasse stecke. Hast du schon mal für ihn gekocht? Ich meine, die sexy Hausfrauennummer zieht ja bei fast jedem. Das Problem ist, er sieht mich nur als guten Kumpel. Wie hast du denn das hingekriegt? Naja, es ist ja nicht ganz falsch. Wir sind gute Kumpel. Ach so. Aber es passt perfekt. Ich habe ein Kind, er hat die Kohle und wir wollen beide eine Familie. Und mit dem Sex? Naja, das ist dann das geringste Problem. Ich brauche einfach irgendeine zündende Idee, wie ich ihm näher komme. Ich glaube langsam übrigens auch, dass ihr ganz gut zusammenpassen würdet. Ricardo guckt die gleichen trashigen Horrorfilme wie du. Woher weißt du denn das? Hat er mir gerade erzählt. Er hat sich irgendwie diese Nachtparty der lebendigen Toten bestellt und war total gefrustet, dass er nicht gekommen ist. Meinst du deinen verlebenden Toten? Oder so. Das ist ein absoluter Klassiker und ich habe alle 3 Teile zu Hause. Olli, das ist die Lösung. Wir treffen uns zum Film gucken und im entscheidenden Moment schmeiße ich mich ihm in die Arme. Und das klappt. Olli, damit habe ich meine Jungfräulichkeit verloren. Du bist schon da. Ja. Ich habe ein bisschen früher Schluss gemacht. Aha. Siehst blass aus. Mein Rücken, der macht mir immer noch zu schaffen. Kann ich dir irgendwas Gutes tun? Vielleicht einen Tee kochen? Lass mal, ich komm schon klar. Hast ja auch genug zu tun, wie man sieht. Ja. Ihr habt mir ja genug Bügelwäsche übrig gelassen. Ich hasse Bügeln. Und wenn ich das mache, dann weißt du, wie das aussieht. Und? Hat dir die frische Luft gut getan? Nicht wirklich. Wir müssen reden. Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo ich Dr. Mendes bin? Ah, Da ist er. Danke. Und Sie sind noch mal mit demselben Fuß umgeknickt, sagen Sie. genau derselbe.
Wissen Sie, ich bin manchmal schrecklich ungeschickt. Auf den Mordwerkzeugen kann aber auch kein Mensch laufen. Naja, wer schön sein will, muss leiden. Als ob Sie solche Hilfsmittel nötig hätten. Das haben Sie jetzt aber nett gesagt. Sag mal, kann dieses Mädchen nicht einfach ganz normale T-Shirts tragen, wie jeder andere Mensch auch? Du wolltest mir doch gerade was erzählen. Also gut. Es hat in Dubai angefangen. Ja, ich weiß auch nicht, wie das alles passiert ist. Es hat mich aus heiterem Himmel erwischt. Und seitdem ist nichts mehr so wie vorher. Kannst du das irgendwie verstehen? Thomas, es tut mir so leid. Ich weiß, dass ich unausstehlich gewesen bin, seit ich wieder hier bin. Aber es ist, als hätte ich komplett die Kontrolle verloren. Ich weiß doch auch nicht, was los ist. Ich meine, für mich ist das auch alles neu und verwirrend. Neu und verwirrend? Kannst du das bitte mal weglegen? Ich dachte, ich kenne mich und meinen Körper. Aber auf einmal entdecke ich da komplett neue Seiten. Oh, bitte. Keine Details. Ja, du verstehst das natürlich nicht. Ja, ich verstehe es ja selbst kaum. Wieso kann ich das nicht verstehen? Wie, seit wann bist du denn jetzt hier der Spezialist für den weiblichen Körper? Also bisher hat dir eigentlich mein Wissen ausgereicht. Ja, das ist ja wieder mal typisch. Dein Wissen. Es geht immer nur um dich, dich, dich. Aber zufällig ist das gerade mein Problem, dass ich jetzt in die Wechseljahre komme. Ach, Scheiße. Du kommst in die Wechseljahre? Gott sei Dank. Gott sei Dank? Ja. Au. Hey, was soll das denn? Das wollte ich dich gerade fragen. Oh, du bist ja total hysterisch. Und ich hole Nussball auch noch auf dein falsches Spiel rein. Ich dachte, wir hätten das geklärt. Ich will nichts von deinem Wunderdog. Und deswegen rennst du ihm hinterher? Mein Knöchel tut weh. Ja, es gibt ja keine anderen Ärzte hier in Düsseldorf, hm? Du verstehst das völlig falsch, wirklich. Halt dich von Ricardo fern. Ist ja gut. Ich kann dir nur einen guten Tipp geben. Leg dich nicht mit mir an. Wir Schwangeren sind unberechenbar. Hey, Ricky. Hey, Jessie. Alles okay? Ja, alles super. Mir geht's gut. Also, uns geht's gut. Ich wollte dich nur was fragen. Wenn es nicht so lange dauert. Klar, du musst arbeiten, ich weiß. Deswegen mache ich es auch kurz. Olli hat mir von deiner missglückten Lieferung erzählt. Warum konnte ich bloß meinen Mund nicht halten? Tanz der liebenden Toten ist zufällig mein Lieblingsfilm. Nein. Ja. Ich habe alle 3 Teile zu Hause und genau deshalb wollte ich dich fragen, ob wir den vielleicht heute Abend bei mir gucken wollen. Oh Mann, heute Abend ist schlecht. Ich muss nachher noch mal hier rein und ich habe Bereitschaft. Und vielleicht heute Nachmittag? Da tanzen die lebenden Toten mindestens genauso gut. Okay. Warum nicht? Super. Bis später. Es muss doch eine Sängerin geben, die das Musical kennt und die morgen Abend einspringen kann. Was ist mit Stefanie Maaßen? Die Sache mit der Lily Rose geht ja nicht aus dem Kopf. Hm? Corinna Korbmacher? Ach, weißt du, wahrscheinlich bin ich einfach nur sentimental. Das war meine Rolle. Aber vermutlich ist es Zeit, sich von Lily Rose zu verabschieden. Ja, verstehe. Bleiben Sie dran, uns läuft die Zeit davon. Ach, ich bin mir sicher, du wirst bald eine neue Rolle finden, in der du noch viel umwerfender bist. Ich hab Hunger. Ich auch. Shopping war anstrengend. Oh, Kim! Oh. Bin zwar nicht Kim, aber darf ich trotzdem stören? Ja, wenn du mir erklärst, warum sie dieses ganze Zeug hier bestellt hat? Das habe ich mich auch schon gefragt. Aber mir hat sie gesagt, sie wird das meiste davon wieder zurückschicken. Ja, dann soll sie das um Gottes Willen auch machen. Ich hätte mir fast das Genick gebrochen. Komm, ich helfe dir. Nee, ich mach das schon. Tut mir leid, wenn ich vorhin nicht so besonders feinfühlig war.
Ja, so kann man das auch nennen. Also ich meine, ich schütte dir mein Herz aus und du führst hier einen Freudentanz auf. Das heißt ja nicht, dass ich dich und deine Probleme nicht ernst nehme. Und was sollte das dann? Was? Gott sei Dank. So habe ich das gar nicht gesagt. Doch, ganz genau so. Ach, hör jetzt auf. Ich habe mich doch auch entschuldigt. Du hast gedacht, es steckt was ganz anderes hinter meiner schlechten Laune, oder? Und zwar etwas so Schlimmes, dass du ganz erleichtert warst, als ich dir gesagt habe, dass ich in die Wechseljahre komme. Du warst so merkwürdig, als du aus Dubai zurückgekommen bist. Ich dachte, da stimmt was nicht. Irgendwas verheimlichst du mir. Wie? Weißt du, du hast gedacht, ich hätte eine Affäre? Naja, du bist eine wunderschöne Frau und das fällt wohl nicht nur mir auf. Du hast dir solche Sorgen gemacht. Nur weil ich mich in eine hormongesteuerte Hexe verwandelt habe. Ja, das hast du. Die von Anstetten ist weg, oder? Was geht dich das an? Du, ich habe meine Mappe hier vergessen und dachte, wir könnten vielleicht noch mal über alles reden. Was willst du? Also vorhin im Krankenhaus. Ich gebe ja zu, dass das ein bisschen missverständlich ausgesehen hat, aber... Also deutlicher geht's ja wohl kaum. Du hast gecheckt, was Ricardo für ein Jackpot ist und hast versucht, ihn zu knacken. Mir hat wirklich der Fuß wehgetan. Ich bin nur zu ihm gegangen, weil ich sonst so Angst vor Ärzten habe. Er war ja echt nett zu mir gestern. Okay, vielleicht habe ich ein bisschen mit ihm geflirtet. Aber das hat ja echt nichts zu bedeuten. Das ist bei mir eher so eine Art Reflex. Außerdem würde ich nie einer Freundin den Freund ausspannen. Schon gar nicht, wenn sie schwanger ist. Wir sind aber keine Freundinnen. Ich hatte aber gehofft, dass wir es werden können. Du warst so nett zu mir mit den ganzen Tipps und dem Kaffee und so. Ich wusste ja auch nicht, was du für ein falsches Biest bist. Okay, ich hab's verbockt. Mal wieder. Ich kann total verstehen, dass du sauer auf mich bist. Und ich wollte dir nur sagen, dass es mir leid tut, so wie das alles gelaufen ist. Okay. Entschuldigung angenommen. Aber jetzt muss ich weiterarbeiten. Das wird dir gut tun. Geht mir auch schon viel besser, seitdem ich weiß, dass du nichts mit dem Scheich hattest. Ja, wahrscheinlich hätte ich an deiner Stelle das Gleiche gedacht. Obwohl, die 500 Kamele hätte ich gern genommen für dich. Sag mal. Was heißt denn das? Das bedeutet doch nur, dass du jetzt keine Kinder mehr kriegen kannst. Aber wir haben ja auch schon 3. Die tollsten der Welt. Ja, das stimmt. Aber ich habe einfach das Gefühl, keine richtige Frau mehr zu sein. Ich bin zwar kein Spezialist in solchen Dingen, aber für mich, Vicky, für mich bist du die schönste, die attraktivste und die weiblichste Frau der Welt. Ich liebe dich. I wish I could hold you once again. I wish you would just reach out your hand. But life has turned the light off in your eyes, and I don't know how to turn back time. I wish I could hear your voice again. One more time, hear you call out my name. I don't know how to live without going insane.
me here alone. Please stay and take my hand. You were so close, but still unreachable. Mein Gott, haben Sie getrunken? Hi. Hi. Wow. Oh, Finger weg von meinen Fingerhotdog. Ach, komm schon, nur einen. Ich hab Vergiss voll es. Hunger. Was ist das denn? Das sind Augäpfel auf Blutgelee. Und auch Tabu. Okay, aber das hier dürfen wir schon probieren. Hm? Na gut. Aber nur einen ganz, ganz kleinen Schluck. Ich sehe schon, mein Hinweis, dass Ricardo Horrorfilme mag, konntest du also direkt verwerten. Oh ja. Er war gleich Feuer und Flamme, als ich ihn eingeladen habe. Warum klingt das bloß für uns so, als wäre das keine gute Neuigkeit? Na, jetzt, wo du es sagst, ich kann euch heute hier gar nicht gebrauchen. Was kriegen wir denn von dir, wenn wir uns draußen eine Lungenentzündung holen? Ja, oder ein Grippevirus im Kino. Eine gut gelaunte, ausgeglichene Mitbewohnerin? Wow. Und jetzt hopp, hopp, hopp. Er kommt gleich. Hi. Hi. Sie kommen übrigens gerade rechtzeitig. Das Popcorn müsste je fertig sein. Geht's Ihrem Knöchel wieder besser? Ja, danke. Ich habe mir die Salbe gekauft, die Sie mir empfohlen haben. Und flache Schuhe angezogen. Ja, das sehe ich. Wollten Sie nicht eigentlich mit Jessie kommen? Ja, sie hat gesagt, sie kommt etwas später. Sie hat mich angerufen. Wie schade. Aber wir sollen ruhig schon mal anfangen. Dann nehmen Sie doch bitte schon mal Platz. Das Sofa kennen Sie ja schon. Popcorn? Ja, gerne. Haben Sie Lust auf ein Glas Sekt? Unbedingt. So. Bitte. Finden Sie nicht, wir sollten zum Du übergehen? Genau dasselbe wollte ich Ihnen auch vorschlagen. Danke. Ich bin Ricardo. Gloria. Ich bin gleich wieder weg. Ich habe mir mein Handy vergessen und Christian war gleich. Was ist los? Dieses Miststück. Jessie, Ich bring sie um. DVD gucken bei mir heute schlecht. Können wir uns bei dir treffen? Liebe Grüße, Jessica. PS, ich bringe Gloria mit. Das hat dieses Model aus No Limits geschrieben. Ja. Von deinem Handy. Sie hat mich ausgetrickst. Diese elende, miese Schlampe. Entschuldigung. Marlene, ich liebe dich. Es tut mir so unendlich leid. Ich kann dich nicht heiraten.
ihr habt ja sicher mitbekommen, dass ich seit meiner Rückkehr aus Dubai so ein bisschen unausgeglichen bin. Unerträglich trifft es besser. Aber taub bin ich noch nicht. Jetzt lass ihn mal. Ja, also Papa hat mir gesagt, dass ihr euch deswegen schon Gedanken gemacht habt. Und ich wollte euch beruhigen. Also, ich bin nicht krank. Ich habe auch keinen Ärger im Job. Und ich habe auch keine Affäre. Okay, und warum bist du jetzt so unausgeglichen? Mama kommt in die Wechseljahre. Deine Mama? Ich? Quatsch, das gibt's doch gar nicht. Gibt's das wirklich? Also ich habe immer gedacht, das ist eine Erfindung von Frauen als Ausrede, wenn sie mal keinen Bock auf... Und wie fühlst du dich? Also, ich stelle mir das ja so ein bisschen vor wie Dauer-PMS. Man geht in den Supermarkt, die Pampelmusen sind leer, man kriegt einen Heulkrampf. Du hast ja gar keine Pampelmusen. Ja, eben. Das ist die Zeit, wenn Kim die ganze Zeit Nussschokolade frisst und dich wegen jeder Kleinigkeit anpackt. Ja, das immer. Willst du heute auf dem Sofa schlafen? Seht ihr, es geht schon wieder los. Ey, aber weißt du, wie geil das ist, Mama? Du kannst in der nächsten Zeit machen und tun, was du willst. Das ist die perfekte Ausrede für alles. Ja, hey, ja. Emilio, Bier? Schnaps. Ist Marlene hier? Im Bad. Kannst du ihr was ausrichten? Ich brauche dringend einen Ersatz für Lily Rose und ich würde mich freuen, wenn sie das übernimmt. Willst du ihr das nicht besser selbst sagen? Nein, das halte ich für keine gute Idee. Es wird keinen Ärger geben, versprochen. Sag ihr bitte, dass sie die Beste für die Rolle ist. Sie soll sich dann einfach beim Intendanten melden, ja? Was wollte Tristan denn hier? Du wirst es nicht glauben, aber du sollst die Lily Rose singen. Jessie, ich dachte, du kommst nicht mehr. Doch, klar. Geht's dir nicht gut? Ist irgendwas mit dem Baby? Alles in Ordnung. Wirklich, also, wenn es dir gut geht, ist es gerade irgendwie ein bisschen ungünstig. Können wir vielleicht morgen reden? Wieso?